Servus zurück oder Servus, falls du neu hier auf dem Kanal bist. Ich habe ja schon mal vor längerer Zeit ein Video gemacht, genauer gesagt 2022, zum Einstieg von Infinity, und jetzt mit Infinity N5 ist dieses Video natürlich sehr outdated, daher hier heute ein Update. Wie kannst du Infinity N5 anfangen? So ein paar Tipps, die du dir hier vielleicht überlegen könntest, oder eben Informationen, die für dich interessant sein könnten. Die erste Frage, die sich hier natürlich stellt, ist gleich mal das Thema der Regeln. Das ist jetzt bei Infinity oder generell bei Infinity schon immer recht einfach gewesen, da Regeln grundsätzlich online kostenlos verfügbar sind. Das ist auch jetzt bei N5 der Fall. Interessanterweise wurde das gedruckte Regelbuch dabei aber komplett diesmal abgeschafft. Du wirst in der Videobeschreibung hier unter dem Video einen Link finden zur Infinity Universe Webseite, und dort kannst du unter Resources gehen und hast dort die Möglichkeit, dir die Regeln von Infinity N5 anzusehen, in Form eines PDFs runterzuladen, und hast eigentlich alles, was du brauchst, um dir mal einen Überblick über das Spielsystem zu verschaffen. Für den Fall, dass dir das am Anfang natürlich zu viel ist, weil die Regeln von Infinity recht umfangreich sind, hast du dort auch einen Quick Start Guide, den du finden kannst, um mal den Einstieg und einen allgemeinen Überblick zu bekommen zu Infinity, der etwas einfacher ist. Und natürlich, wie viele andere Tabletops, verwendet auch Infinity Tokens, und auch diese kannst du als PDF-Variante zum Selbstausdrucken dort unter Resources finden. Was ich hier noch allgemein schnell sagen möchte zu Infinity und Infinity N5: Ich bin da mittlerweile in Kontakt mit Corvus Belli bezüglich hier verschiedene Sachen zusammen zu machen, und da sollte sich auch etwas ergeben. Ich habe da schon Rückmeldungen bekommen und sollte auch zum Beispiel in nächster Zeit mal ein Produkt zur Review bekommen. Und da wird sicher, wenn das so weitergeht, dann noch einiges mehr passieren. Also auch falls dich Infinity dann generell interessiert, in Zukunft den Kanal auch gerne abonnieren. Gut, also wir haben jetzt den ersten Punkt mal geklärt mit den Regeln. Wie gesagt, die findest du alle online. Ansonsten, wie sieht es aus? Es gibt ja ein Buch für Infinity N5. Dieses Buch ist ein reiner Hintergrundband, beziehungsweise nicht ein reiner Hintergrundband, aber du findest dort keine Regeln. In diesem Buch wird die aktuelle Situation des Infinity-Universums dargestellt, also wie es aktuell hier dort aussieht, was sich da alles geändert hat über die Zeit, und findest eben noch ein paar zusätzliche Informationen, wie eben einen Painting Guide, falls dich so etwas interessiert, oder auch zum Beispiel ein Kampagnensystem. Also, aber in Bezug darauf, Infinity N5 zu spielen, regeltechnisch findest du dort sonst grundlegend nichts in diesem Buch. Also ist es nur relevant für dich, wenn dich das Ganze vielleicht etwas tiefer interessieren sollte. Ansonsten hast du das PDF zur Verfügung. Jetzt hast du also die Regeln, aber dann stellt sich jetzt die Frage, wie geht es jetzt weiter, weil du hast ja deine Figuren oder in späterer Folge dann deine Figuren. Diese haben natürlich auch Spielregeln, wie diese Einheiten funktionieren und welche Ausrüstung und Waffen die haben. Dafür gibt es eine App, diese nennt sich Infinity Army, kann kostenlos App Store heruntergeladen werden für dein Smartphone, für dein Tablet, oder du kannst auch eine Web-Variante verwenden. Auch diese wirst du verlinkt unten in der Videobeschreibung finden, dass du auf diese App gleich hinkommst und dir das Ganze mal ansehen kannst. Auch hier wieder das gleiche Thema. Diese App ist komplett kostenlos. Du musst also für Regeln auch dort nichts bezahlen und kannst dir dort Listen zusammenstellen und hast sehr viele Möglichkeiten. Vor allem, was halt sehr spannend ist, du hast alle Armeelisten dort, beziehungsweise alle Armeelisten-Einträge für jede Fraktion, nach der kannst du filtern und kannst dir somit auch anschauen, was andere Fraktionen so können, ohne dir dafür extra noch etwas kaufen zu müssen. Falls dich das in weiterer Folge auch interessiert, hier weitere Videos zum Army-Builder dann zu haben, kannst du das auch gerne als Kommentar hinterlassen hier unter dem Video, und dann kann man mal in Zukunft überlegen, hier diese Infinity-Videoserie weiter auszubauen, eben auch in die Richtung, dass ich hier Dinge in diese Army-Builder-Richtung erklären werde. Jetzt stellt sich natürlich in weiterer Folge die Frage, wie kommst du zu deinen ersten Figuren, oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einfacher einzusteigen bei Infinity? Und auch dafür gibt es Möglichkeiten. Jetzt mit N5 hat eben in Corvus Belli auch wieder einiges umgestellt in ihrem Produktsortiment, und es gibt hier sogenannte Essential-Produkte, die dir eben, vor allem als Anfänger, den Einstieg erleichtern.
Da gibt es ein Essentials Start Here Set. Bei dem bekommst du einfach mal einen Überblick über das Spielsystem. Du hast hier für einen ungefähren Preis von 40, 50 Euro, ich glaube im Einzelhandel bei diversen Händlern habe ich es für 40 Euro herum schon gesehen, bekommst du hier ein komplettes Set, eine kleine Box. Diese enthält 2 Fraktionen mit JSA und Pan-Oceania. Dort sind nur eine Handvoll von Figuren dabei pro Seite, mit denen du mal starten kannst, plus eben auch schöne Einheitenkarten, wo alle Regeln für die jeweiligen Einheiten erklärt sind, plus eine kleine Spielmatte aus Papier und dazu noch ein bisschen Gelände, damit es schon ein bisschen auch regeltechnisch funktioniert, und dann das Ganze wird dann abgerundet mit einem kleinen Booklet für den Einstieg, wo du herangeführt wirst in die Grundregeln, in die Grundkonzepte von Infinity N5. Und was hier ganz schön ist, du bekommst dort auch ein paar Token, ein Maßband, auch wenn das aus Papier ist, beziehungsweise Karton, und eben auch Würfel. Und das ist schon mal ganz wichtig, weil Infinity verwendet 20-seitige Würfel und nicht unbedingt jeder hat 20-seitige Würfel, vor allem dann nicht, wenn man vielleicht von anderen Tabletop-Spielsystemen kommt oder noch gar nichts in diese Richtung gespielt hat. Also hier bekommst du quasi ein Komplettset, das dir alles bringt, was du hier mal für den Einstieg brauchen kannst. Natürlich, das sind nur so 3 Figuren pro Seite und du wirst natürlich dann so zwischen 9 bis 15 Figuren normalerweise haben in einem regulären Spiel, wenn du komplett Standardgröße spielst. Also auch hier im Auge behalten, dass das eben nur ein Anfangsset ist, dafür eben eine sehr gute Möglichkeit für günstiges Geld, hier einfach mal zu schauen, ob das Spiel vielleicht überhaupt was für dich ist, wenn du dir noch gar nicht sicher bist. Von dort geht es natürlich dann auch weiter mit einer Stufe höher. Es gibt auch hier aktuell wieder ein Operation Set, in diesem Fall aktuell Operation Sandstrap in 2025, beziehungsweise ist das, glaube ich, eh schon letztes Jahr 2024 erschienen, ist aber eben das aktuelle Set, wieder mit den beiden gleichen Fraktionen, JSA und Pan-Oceania. Grundsätzlich gleicher Aufbau. Du bekommst also auch hier wieder eine Spielmatte, die diesmal ein bisschen größer ausfällt, aber in beiden Fällen, sowohl bei diesem Essentials Kit vorher als auch bei diesem Set, ist es noch nicht die normale Standardspielgröße von der Spielfläche her, aber eben wieder etwas größer. Dazu kommt dann wieder etwas mehr Gelände, auch größere Gebäude, und das Ganze wird natürlich auch wieder abgerundet mit Tokens und Schablonen, alles was du zum Spielen brauchst, plus natürlich auch wieder weitere Würfel. Somit kannst du hier auch Schritt für Schritt aufbauen, weil du hast in jedem Set, glaube ich, 3 Würfel pro Fraktion dabei, und so kannst du immer Schritt für Schritt auch aufbauen, und wenn man so 5, 6 Würfel, 20-seitige besitzt, reicht das normalerweise vollkommen aus für Infinity. Und natürlich das Wichtigste, Figuren. Und auch hier wieder, du hast hier, weil das ein etwas größeres Set ist, dementsprechend mehr Figuren dabei und hast so dann schon eine größere, bessere Experience, wenn es in Richtung der vollen Spielgröße von Infinity N5 eben geht. Das wiederum hat natürlich für dich dann auch zur Folge, diese Box kostet etwas mehr. Wie gesagt, die erste kleinere Box, diese Essentials Start Here Box, hast du 3 Figuren pro Seite, plus eben das ganze andere, was ich erklärt habe, für ungefähr 40 Euro. Und diese Operation Sandstrap Box ist eben dementsprechend größer. Dort hast du 7 Figuren pro Seite und eben das ganze Booklet und Gelände und alles Mögliche dabei. Dementsprechend kostet diese Box auch mehr, regulär 130 Euro, und ungefähr so um die 105, 106 Euro, 110 Euro bekommst du sie dann im Einzelhandel. Was aber dabei auch sehr interessant ist, das sind wieder komplett neue Figuren. Denn zum Beispiel diese Essentials Box um 40 Euro enthält ältere Figuren und mal eben, wie ich vorhin schon sagte, den Überblick dir verschaffen, und du kannst dann später eben das Ganze ausbauen mit der Operation Sandtrap Box und hast aber dann weitere Figuren, also es wiederholt sich hier dann nichts an Figuren. Daher auch sehr gut gelöst von Corvus Belli, finde ich, dass man hier beide Boxen sich über die Zeit kaufen kann, einfach mal klein anfangen und dann eben immer weiter ausbaut, beziehungsweise sich in weiterer Folge sich dann die zweite Box eben zulegt. Da ich vorhin ja auch schon das Thema mit der Army Builder App erwähnt habe, ich selbst arbeite auch gerade an einer App in Richtung Game Tracking, sodass du deine Spiele dann auch
tracken kannst und für dich eben am Smartphone immer dabei hast. Wenn dich das interessiert, sowohl dort up-to-date zu bleiben, als auch mich dabei zu unterstützen, dann schau in die Videobeschreibung bzw. in das angebindete Kommentar unter dem Video. Dort findest du einen Link, wo du zur Anmeldung kommst, damit du hier up-to-date bleibst zu diesem App-Projekt und eben auch informiert wirst, sobald ich dann Tester suche und die App dann eben im Store gelandet ist. Ansonsten soll es das mal gewesen sein für dieses Thema Einstieg in Infinity N5 in 2025. Ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Überblick gewesen. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu sagen, aber das werden wir uns definitiv im Laufe der Zeit mit diversen weiteren Videos ansehen und das ganze Infinity-Thema hier weiter ausbauen. Ansonsten kannst du noch vorbeischauen zu einem anderen Video, bei dem ich über das Thema Infinity N5 auch gesprochen habe und andere Themen, die sehr aktuell sind im Tabletop-Bereich. Oder ansonsten findest du hier noch einen Link zum zuletzt veröffentlichten Video hier auf dem Kanal.